Willkommen bei Q&A Nummer 2 mit Lauwan bzw. Kite auf Facebook. Das letzte Q&A ist ja jetzt schon ein bisschen länger her und wir haben seitdem die Fragen, die so reingekommen sind, alle mal ein bisschen gesammelt und werden davon heute hoffentlich einige davon zufriedenstellend beantworten. Ja. Okay, fangen wir an. Welche Art oder Marke von Wasserfarben oder Aquarell benutzt du? Ich benutze vorwiegend die von Schminke, was aber jetzt nichts damit zu tun hat, dass sie jetzt auch qualitativ hochwertig sind. Also ich habe ja jahrelang mit denen von Van Gogh gearbeitet, also es ist auch so eine sagen wir mal günstigere Marke. Da kostet so ein Töpfchen 1 Euro oder 1,20 Euro, je nachdem. Ja gut, wenn man natürlich alle Farben braucht, kommt da trotzdem ein bisschen was zusammen. Ja, bei Schminke kosten die nur leider so zwischen 5 und 6 Euro. Okay. Und auch nur die halben Pöttchen, ne? Ja, gut. Also wenn du die noch so breit haben möchtest, kosten die ja noch mehr. Aber ich hatte halt letztens, sondern vor ein paar Jahren oder so, noch ein Angebot gefunden, wo der Kasten 40 Euro gekostet hat. Und da ich vorher die einzelnen Näpfe immer in so einer großen Flasche mitgeschleppt habe, dachte ich mir, dass das mal an der Zeit wäre, einen Kasten zu holen, wo alle Farben drin sind. Und ja, deshalb bin ich hinterher bei diesen Farben gelandet. Mhm. Dann gibt es natürlich auch noch die flüssigen Aquarellfarben. Die verwende ich allerdings wirklich eher nur für besondere Effekte oder so, weil die einfach zu krass leuchten. Wenn man damit ein ganzes Bild malen würde, dann gäbe das ganz schön Augenkrebs. Und da würde ich immer nur raten, die sind total gut, wenn man die sparsam verwendet. The Arrival ist ja eigentlich, glaube ich, größtenteils Colorex, oder? Da ist vor allem, wenn es bunt wird. Ja. Da ist das dann Colorex, ja. Also so sonst, wenn man so Hautfarbe oder so, immer eher lieber die Farbe aus dem Näpfchen. Womit machst du deine Lines? Die Lines mache ich mit Copic Multilinern. Ich habe allerdings eine günstige Alternative gefunden. Die nennt sich Geo College Pigment Liner. Die kosten 1,50 Euro oder so pro Stück. Die sind jetzt nicht nachfüllbar, wie wenn man diese Multiliner SP holt von Copic. Aber die machen genau das, was die Multiliner auch machen. Würdest du sagen, dass es sehr auf die Art oder auf den speziellen Multiliner ankommt, oder könntest du theoretisch mit allen linen, wo Liner draufsteht? Also es ist im Endeffekt immer nur wichtig, dass sie wasserfest sind, wenn man mit Aquarell malt, und wenn man mit Copic Marker malt, dass sie dann alkoholfest sind. Wobei bei Copic Markern würde ich tatsächlich einfach normale Multiliner nehmen, weiß ich nicht, wie ich auf Nummer sicher gehen. Aber Hauptsache man nimmt jetzt nicht nicht so Feinliner von Aldi oder so. Und die grünen auch ganz schnell so aus oder so, und das ist nicht so schön. Dann fragt jemand, speziell zu dem Video Running Blind, was das für eine weiße Farbe ist, die du am Ende benutzt. Das ist Pen White, also weiße Tusche. Hat die irgendwelche speziellen Eigenschaften, dass du die gerade da verwenden kannst und nicht irgendwas anderes? Also ich habe schon viele weiße Tuschen verwendet, und ich habe aber Pen White bisher als die Tusche empfunden, die so deckend ist, dass mir das auch in den Kram passt. Ja. Also das ist immer das Problem, dass das Weiß nie richtig deckt, aber dieses Pen White macht das schon. Ja, ich habe früher die weiße Tusche von Ecoline gehabt, aber die ist wie verdünnte Zahnpasta. Also die macht nur so Flecken, die macht nicht weiß, die macht nur so einen weißen Schleier drauf, und Pen White ist da echt das Ding, ne? Benutzt du für solche Bilder immer mehrere Pinsel oder nur einen? Also meistens benutze ich nur einen Pinsel. Selten gibt es Anlässe, wo ich dann noch einen anderen verwende. Das ist dann so, also normalerweise benutze ich einen Synthetikpinsel, und ich habe aber noch einmal so einen Naturhaarpinsel. Der nimmt mehr Farbe auf, aber das kommt ganz selten vor, dass ich den jetzt brauche. Und dann nochmal die Frage, die fast von jedem kommt, die wir auch im letzten Q&A schon mal hatten, aber wir müssen die, glaube ich, immer wieder beantworten. Was für ein Papier benutzt du? Ja,
spezifisch wie immer, ne? Also kommen wir erstmal zu dem Papier, was du für Aquarell zum Beispiel benutzt. Da haben wir, glaube ich, 2 Arten, die da so in Frage kommen. Ja, ich benutze einmal so ein günstiges Papier von Kensen. Ich glaube, das heißt Montval oder so. Hat eine etwas raue Struktur. Und dann so ein Arches-Papier. Das ist auch von der Firma Kensen. Steht da nicht so sichtbar drauf, aber ist sehr, sehr glatt. Das ist dann Hot Press, richtig? Ja, ich glaube schon. Also auch für die gezielt gefragt haben, ob ihr Hot Press Papier benutzt. Wenn es glattes Papier ist, dann ja. Ansonsten ist es das andere. Ja, also es gibt davon auch die Cold Pressed Version, glaube ich. Ja. Also es ist im Endeffekt, meine ich, war das eine Sache von, wie sich das Papier hinterher dehnt oder so. Ich weiß es nicht mehr, was der Unterschied war. Aber im Endeffekt ist das auch egal. Es muss nur die Struktur gefallen, finde ich. Also Genau. wenn man sich Papier kauft oder so, so mache ich das zumindest, dann gucke ich mir das meistens vorher an, ob mir die Struktur passt. Manchmal sieht die mir zu maschinell aus und manchmal ist sie einfach viel zu grob oder auch viel zu, manchmal auch schon wabenartig oder so. Und da würde ich einfach immer zu dem zurückgreifen, was einem am besten gefällt. Und ganz wichtig dabei, aber es ist nicht normales Kopierpapier, sondern Aquarellpapier. Wohingegen, wenn es um Copic-Marker geht, da ist es Das ist Kopierpapier. ganz normales Kopier, also überhaupt nichts Spezielles. Einfach kriegst Das du ist man bei Edeka für 3,50 € oder so kriegt. Also vor allem nicht dieses spezielle Copic-Marker-Papier. Das hatten wir, glaube ich, auch schon im Q&A, dass es immer so eklig blutet oder dass es sich so vollsaugt. Ja, oder? Copic-Marker-Papier hat so diese Beschichtung drauf, die helfen soll, dass der Marker da jetzt nicht so ausgesaugt wird. Wobei ich der Meinung bin, wenn man sich schon Copic-Marker kauft, dann können die auch ruhig leer gehen. Das ist der Sinn der Sache. Aber bei diesem Copic-Marker-Papier ist es nun mal so, die haben diese Beschichtung, dass die Farbe liegt dann oben drauf. Wenn man einen Ton dunkler gehen will und diese Technik benutzt, wo man die eine Farbe in die andere wischt, dann führt dieses Aufliegen der Farbe auf diesem Papier dazu, dass da so manchmal so ekelhafte Löcher entstehen. Also die sieht dann aus wie verbrannt. Das sieht richtig ungeil aus. Und ja, deshalb lieber Kopierpapier. Ganz normales Kopierpapier, genau. Das war's dann erstmal wieder mit dem Q&A für heute. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann haut die einfach alle in die Kommentare und wir sammeln die dann wieder neu und machen bald wieder eine Session und nehmen ein kleines Q&A auf. Ja, schönen Tag noch.